Die Entstehung der Bergwerke auf dem Rammelsberge. Auf dem Brocken regierte in alter Zeit die Zauberjette und hatte noch 11 junge Frauenzimmer in ihrer Gewalt. Nun hatten sich 2 Ritter am Brocken verirrt, von denen hieß der eine Otto und der andere Ramme. Sie hatten schon mehrere Tage am Brocken zugebracht und konnten sich nicht aus der Wildnis finden. Plötzlich sahen die beiden, dass mehrere Männer in der Wildnis auf sie zukamen. Das war eine Räuberbande, die in der Schweiz verstört war und sich nach dem Brocken durchgeschlagen hatte. An diese Bande mussten die Ritter sich anschließen, um ihr Leben zu retten, und versprachen, ihr auf jede Weise zu helfen. Nun suchten sie sich die beste Stelle am Brocken heraus, um eine Höhle aus Steinen zu bauen. Was sie aber am ersten Tage gearbeitet hatten, war den anderen Tag wieder auseinander. Da wunderten sie sich, wie das geschehen sein könnte, dass der Kram wäre auseinandergekommen. Sie fassten aber Mut und arbeiteten den zweiten Tag wieder an der Höhle. In dieser zweiten Nacht mussten 2 Räuber vor der Höhle wachen und das Kram war am nächsten Morgen wieder auseinander. In der dritten Nacht wachen die beiden Ritter und der Räuberhauptmann. Wie es um die Mitternachtsstunde hinkommt, sieht zuerst der älteste der beiden Ritter, Ramme, 11 Frauenzimmer kommen. Die haben einen kleinen Hammer und klopfen an den Pfeiler, den die Räuber haben hingebaut. Da fließt er auseinander wie Wasser. Ritter Ramme aber zieht sein Schwert. Er greift die, welche den kleinen Hammer trägt, und sagt, warum sie ihre Arbeit wieder vernichte. Es antwortet ihm aber niemand, und am Brocken entsteht ein ungeheures Krachen. Die anderen Räuber kommen zu Hilfe. Da fragt der Ritter zum 2. und dann zum 3. Male, warum sie ihre Arbeit vernichteten. Da antwortete die, die den kleinen Hammer in der Hand trägt, sie kann ihm den Grund nicht sagen. Doch soll er und der andere Ritter mit zu ihrer Befehlshaberin gehen. Da würden sie erfahren, warum sie die Ordre erhalten hätte, ihre Arbeit wieder zu vernichten. Nun gehen die beiden Ritter mit und kommen in eine große steinerne Höhle, die nordwestlich am Brocken liegt. Als sie hinein sind, ist da die Zauberjette, und die Höhle ist so schön inwendig, wie ein Schloss nur sein kann. Die Ritter fragen, warum sie den Befehl ausgebe, ihre Arbeit zu vernichten. So antwortet sie, sie wolle allein hier am Brocken herrschen und habe deswegen noch 11 Personen unter ihrem Joche. Sie sei die Zauberjette. Gefiele es den Rittern, so möchten sie bei ihr bleiben und mit ihr leben. Dann wolle sie auch die Bande am Brocken dulden. Wenn die Ritter aber nicht bei ihr bleiben wollten, so möchten sie nur ihren Bau einstellen, denn es würde doch alles wieder zerstört werden. Die Ritter entschlossen sich endlich, bei der Zauberjette zu bleiben. Wie sie aber einige Zeit bei ihr gewesen sind, wird ihr Zauber sehr schwach, weil sie in dieser Zeit nicht nach ihrer sonstigen Gewohnheit gelebt hat, denn sie ist sonst alle Nacht nach dem Wolfsbrunnen unten am Brocken gegangen. Daraus hat sie jeder Mitternachtsstunde 3 Gäppchen voller Wasser nehmen und trinken müssen. Davon hat sie ihren Zauber gehabt, und das hat sie um der Gesellschaft der Ritter willen versäumt. Nun wird sie zuletzt so schwach, dass sie an 2 Stöcken gehen muss. Endlich fühlt sie, dass es mit ihr zu Ende geht, bekennt gegen die Ritter alle ihre Missetaten und zeigt ihnen all ihr Vermögen und ihre Schätze. Von den Dienerinnen, die sie unter ihrem Zauberjoche hat, macht sie 5 frei und geht dann mit den beiden Rittern unten am Brocken nach einer Höhle und zeigt dort alle Schätze, die darin sind. Darunter stand auch das Marktbecken, welches jetzt auf dem Markte zu Goslar steht. Vor der Höhle aber lag ein großer schwarzer Hund. Als sie den Rittern alles gezeigt hat, greift sie in die Wand und zieht eine Flasche und einen goldenen Becher hervor, schenkt ein und will noch einmal die Gesundheit der beiden Ritter mit diesen trinken. In dem Augenblicke aber, wo sie eingegossen hat, kommt der Vater des Ritters Ramme hinten aus der Höhle und sagt, »Oh, du alte Zauberjette, jetzt sind die 12 Jahre um, für die du mich in den Schlaf gezaubert hast.« Da staunten die Ritter, und der Sohn, der den Kelch in der Hand hatte, ließ ihn vor Schrecken zu Boden fallen. Alsbald aber erkannte er seinen Vater, der vor ihm stand, und der Alte sagte, er sei ihr Retter, das sei das ärgste Gift, das sie hätten sollen trinken. Da zog der Sohn des alten Ritters sein Schwert und hackte der Zauberjette den Kopf ab. Da entstand wieder ein furchtbares Krachen und ein Gewinsel des Hundes, der noch in der Höhle gewesen ist.
Die Räuber, welche die Ritter oft bei der Zauberjette besucht hatten, waren ihnen auch jetzt auf dem Gange mit der Zauberjette zu ihrem Schutze aus der Ferne gefolgt. Als die das Krachen hörten, drangen sie in die Höhle ein. Wie sie nun in der Höhle waren, da verwandelte sich der schwarze Hund in einen alten Mann und sprach: Alles, was sie sähen, gehöre ihnen, sie hätten's erlöst. Er sei froh, dass er nun nichts mehr zu verwahren brauche. Alles dies aber ist am Rammelsberge geschehen, und sind noch immer die Goslarschen Bergwerke beschäftigt, die Schätze der Zauberjette zu heben. Andere erzählen Folgendes von der Entdeckung des Goldes im Rammelsberge. Ein Mädchen, welches in der Mühle diente, die sich am Fuße des Rammelsberges befand, stand eines Morgens schon vor Tagesanbruch auf, und während sie das Feuerzeug suchte, um auf dem Herde Feuer anzuzünden, sah sie am Rammelsberge Feuer. Sogleich eilte sie dahin und fand am Feuer mehrere Männer mit weißen Bärten sitzen. Beim ersten Anblick derselben überfiel sie eine furchtbare Angst. Da es aber ein beherztes Mädchen war, ging sie auf sie zu und fragte unerschrocken, ob sie einige Kohlen nehmen dürfe. Die Angeredeten sagten aber kein Wort, sondern sahen starr vor sich auf die Erde. Sie nahm Kohlen, da sie dachte, keine Antwort ist auch eine, und trug sie in ihr Haus auf den Herd. Aber als sie Holz darauf legen wollte, brannten sie nicht mehr. Einige Male holte sie noch Kohlen von dem Feuer, aber sobald sie dieselben auf den Herd schüttete, wollten sie nicht brennen. Als sie nun kein Feuer anzünden konnte, weckte sie ihre Herrschaft, welche ihr Feuer gab. Wie es dann völlig Tag geworden war, lag auf dem Herde ein großer Goldhaufen, und an der Stelle, wo das Mädchen die Kohlen hergeholt hatte, lagen nur alte Kieselsteine. Der Müller zeigte dies der Obrigkeit an, welche den Berg untersuchen ließ und dadurch den Goldreichtum des Rammelsberges entdeckte. Bei Goslar am Rammelsberge war eine Grube, da kam der Teufel immer hin und arbeitete dort mit. Er arbeitete aber immer allein, und einer der Bergleute sagte einst, dass sie ihm einmal nachgehen wollten. Ein anderer sagte, sie möchten das unterlassen, doch folgten die Bergleute dem Ersteren nach. Als der Teufel das sah, sprach er, das solle ihnen nicht gut bekommen, und der große Rammelsberg solle nun nicht eher bebaut werden, als bis der kleine ausgebaut sei. Wie er am anderen Morgen kam, geleitete er den einen, der seinen Kameraden abgeredet hatte, nach Hause. Von den übrigen Bergleuten hat niemand wieder etwas erblickt, und auch den Teufel hat niemand wieder gesehen. Am anderen Tage haben sie alles wieder aufbauen wollen. Aber es ist alles wieder eingestürzt, und so oft man seitdem einen Schacht in den Berg geschlagen hat, ist jedes Mal in der Nacht alles wieder eingesunken. Oder, wie andere sagen, es dürfen höchstens 6 Bergleute in einer solchen Grube arbeiten. Den übrigen wird der Hals umgedreht. Darum mag sich keiner hineinwagen. Und steckt doch im großen Rammelsberge noch weit mehr Silber und Gold als im kleinen, wo der Bergbau allein noch getrieben wird.